Hallo Freunde, ich bin's wieder, Christoph, euer Lieblings-YouTuber. Ihr seht, ich verspreche mich schon allein beim Sagen, weil es wahrscheinlich nicht stimmt. Rita füttert gerade das Baby, aber das hindert uns nicht daran, hier einen erweiterten Baufortschritt anzuschauen. Und zwar handelt es sich hier bei diesem Video wieder mal um ein Update-Video aus dem Vergnügungspark. Rita ist dort drüben, ich schwenke nur kurz hinüber, akribisch am Bauen vom Harry Potter-Bereich. Also die Sets hier auf der Tischplatte werden, wie ihr seht, immer weniger. Es tut sich hier einiges und auch ich habe mich dank eurer lieben Kommentare motiviert gefühlt, hier beim Western-Bereich noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Und dann gibt es sogar noch ein kleines Update zum Dino-Park, wo wir am Schluss des Videos dann noch vorbeischauen werden. Also ihr habt auf jeden Fall geschrieben, dass euch der Western-Bereich jetzt besser gefällt wie vorher. Das freut mich und ehrt mich, war aber keine große Ehre eigentlich für mich, oder das war ganz klar, weil ich meine, vorher war es so, jetzt ist es so, ist ganz klar, dass das ein bisschen besser aussieht, aber trotzdem vielen lieben Dank für eure lieben Worte. Ich habe jetzt geschaut, wir haben sehr viele 1x2er-Teils in schwarz, die sind aber alle bedruckt oder beklebt. Da werde ich auf jeden Fall welche nachbestellen. Ihr seht auf jeden Fall jetzt schon, dass hier, man hat es beim letzten Video gesehen, doch noch einige grüne Spots rausgeschaut haben. Die habe ich jetzt so gut es ging zu verbergen versucht. Was jetzt noch neu dazugekommen ist, Rita hat es letztes Mal schon gesehen, das Licht ist nicht mehr ideal, ist so ein kleiner General Store, also ein Süßigkeitenautomat, wo es alle möglichen Kleinigkeiten zu essen zu kaufen gibt. Und dann habe ich hier also den Weg nach hinten noch ein bisschen schöner gemacht, mit ein paar neuen Figuren sogar auch. Rita hat mich mal Figuren platzieren lassen. Und ihr habt ja auch geschrieben, dass man hier ja den Platz, obwohl der Westernpark nicht besonders groß ist, aber dass man hier den Platz vielleicht noch etwas besser ausnutzen kann. Es ist wahr, das Gleis geht hier in die Mitte rein, das nimmt relativ viel Platz weg. Auf der anderen Seite finde ich das einfach mega cool, wenn hier die Eisenbahn, und Eisenbahnen haben ja im Wilden Westen eine große Rolle gespielt, wenn die einfach hier reinkommt. Ich habe es jetzt so gemacht, dort hinten, wo ihr jetzt dieses Pferdchengehege seht, war eigentlich mal ein Zaun und dann war hinter dem Zaun waren Büsche. Die sind jetzt alle weg. Genauso hier rechts, neben dieser Sheriff-Station war auch ein Zaun, da ist es dann nicht mehr weitergegangen. Ich habe jetzt jede einzelne Noppe genommen, um hier für euch ein bisschen, oder besser gesagt auch für mich natürlich, um hier eine Erweiterung zu machen. Wir haben einerseits hier, und da darf ich euch präsentieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen Eingang zu einer Goldmine, was ich sehr cool finde. Natürlich ist das nur angedeutet, vielleicht kommt auch noch ein kleiner Dreisinnenwagen, ein kleiner Berg, der sehr massiv gebaut ist, hier oben mit Laterne und einem Eingang. Da werden vielleicht auch noch Gleise herausverlegt. Ich habe auch überall hier so Kisten mit Dynamit hingestellt, die ich gefunden habe. Oben wachsen so, oder sind mal gewachsen, irgendwelche Büsche, die aber schon vertrocknet sind, von denen werde ich im ganzen Bereich hier noch ein paar aufstellen, denn die sehen auch sehr cool aus. Also das hier, sieht auch von oben ganz nett aus, vielleicht könnte man da oder dort noch den ein oder anderen Stein hier irgendwo platzieren, dass das noch ein bisschen fließender sich in das Western Layout einfügt. Dann haben wir unseren Sheriff hier ein bisschen deplatziert, was aber nicht schlecht ist, denn er kann jetzt von hier aus seine Ziele anschießen und auch hinten in diesem Eck. Ich wusste da zuerst nicht, was wir machen sollen, da das sehr schmal zusammengeht. Ihr seht, man muss auch ein bisschen aufpassen, denn wenn der Disney-Zug und der Hogwarts Express, ich habe es mit beiden jetzt versucht, wenn die hier um die Kurve donnern, dann reißen die meistens das halbe Layout mit sich. Wir haben jetzt hier noch einen kleinen Pferdestall. Der ist sehr wild gebaut, nicht symmetrisch, aber ich habe mir gedacht, das passt genau für den Wilden Westen. Es sind noch zwei Pferdchen drin, darf ich euch vorstellen. Die sind jetzt hier drinnen und hinten noch ein bisschen Geröll und Steine, damit das hier einen schönen Abschluss macht. Das Einzige, ich habe das herunten, also am Tisch gebaut, nicht auf der Tischplatte, sondern hinten wo Ritas Bauernhof noch immer gebaut wird. Und habe dann erst im Nachhinein gesehen, dass das ja eigentlich alles braun ist und der Boden ist auch braun. Also ich möchte hier gerne noch ein paar kleine Farbakzente setzen, damit sich speziell dieser Pferdestall, ich finde bei der Goldmine fällt es nicht so auf, aber beim Pferdestall, der sollte sich noch ein bisschen absetzen vom Boden, da das sehr ähnlich aussieht. Mir gefällt es aber so eigentlich ganz gut, jetzt mal als erster Versuch.
Und in jede Wildwesternstadt gehören natürlich auch wilde Pferde, das ist doch ganz klar. Hier hinten habe ich auch ein wenig weitergearbeitet in Richtung des Disney-Bahnhofs. Da sind auch Fliesen hingekommen, die kann man übrigens bestens von diesem Bauluke hier platzieren, das ist überhaupt kein Problem. Und Blumentöpfe hier in der Mitte, also hinter dieser Figur, werden wir dann wahrscheinlich noch einen Übergang in Richtung des Bahnhofs machen. Die Frage ist jetzt aber, ich habe da nicht mehr weitergearbeitet, da Rita jetzt gerade so viel im Harry Potter Bereich umreißt. Sie hat gesagt, es kann sein, dass sie die Gleise auch ein wenig verlegen muss. Jetzt war ich hier etwas langsamer mit meinem Fortschritt, eben weil ich mir gedacht habe, könnte sein, dass sie da auch das Gleis natürlich dann hier rüber ein bisschen abändern muss. Hier haben wir bei der Achterbahn auch ein wenig Fortschritt. Da waren hier überall noch die leimgrünen Bodenplatten zu sehen, die mir und eigentlich auch euch nicht besonders gut gefallen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir hatten ja am Anfang unserer Lego-Stadtgeschichte hier extremen Grundplattenmangel. Es war überall noch die Bodenplatte zu sehen und auf die kann man die Bodenplatte wirklich, also das Holz hier, unsere Spanplatten, und auf die kann man natürlich nichts direkt drauf bauen. Ich habe dann, weil wir ja bei Bodenplatten und Straßenplatten auch andere Hersteller nehmen, habe ich dann irgendwo mal grüne Platten bestellt, total drauf gefreut, ich glaube 50 oder 60 Stück, und dann hat sich der Verkäufer vertan und hat uns statt normalem Grün dieses helle Grün, dieses Lime Green verkauft, war dann sehr unzufrieden damit eigentlich, weil mir die nie gefallen haben, und ich habe mir gedacht, okay, wir behalten sie. Wir haben dann auch einen Rabatt dafür bekommen, dass wir die behalten haben, also eine Rückerstattung, eine Teilrückerstattung, und ich habe gesagt, wir werden früher oder später mal den gesamten Vergnügungspark sowieso irgendwie überbauen, und dann sieht man das hoffentlich nicht mehr. Also ich habe mich hier bemüht, auch auf der Hinterseite seht ihr alle leimgrünen Stellen irgendwie auszumerzen, und dasselbe war dann auch bei der Rita hat irgendwie beim Gimbal was verstellt, kommt mir vor, auch bei der Achterbahn, dass das hier ein wenig schmucker aussieht. Wir können aber trotzdem natürlich noch Blumenbeete oder Wiesenabschnitte einbauen, das ist überhaupt kein Problem, aber ich habe mir gedacht, hier beim Westernbereich und auch bei der Apokalypse-Stadt, wir haben uns jetzt vor kurzem wieder Lego Movie 2 angesehen, gefällt mir zwar nicht so gut wie der erste Teil, aber da habe ich keine grüne Blume irgendwo gesehen, also die sind eher, deswegen passt das hier eigentlich ganz gut zusammen, Wild West und der Apokalypse-Stadt-Bereich. Hier haben wir jetzt dann, und damit kommen wir jetzt zum Jurassic World-Bereich, auch ein Layout, welches ganz am Anfang unserer Geschichte entstanden ist. Wir haben dieses Set mal gekauft, bei damals noch Toys R Us, glaube ich. Das ist eigentlich unser einziges komplettes Set von dieser Serie. Da ist auch diese Station hier dabei. Und wir haben jede Menge Dinos von alten Serien, zum Teil aus Konvoluten, zum Teil aus Polybags, wo die halt dabei waren. Und mir hat das zwar eigentlich immer ganz gut gefallen, wie das hier angeordnet war, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, das war mit diesem Zaun hier, der übrigens total schön ist eigentlich, war das hier abgesperrt. Hier könnte man nämlich die Dinos so entkommen lassen. Das war so abgesperrt, und dann war hier in der Mitte ein großes Gehege, wo alle Dinos zusammengeschmissen waren. Vielleicht habt ihr es schon mal bemerkt, das ist halt aus den Anfangsjahren von Wild City gewesen. Und ich habe mir irgendwie gedacht, entweder wir machen es so, dass die Dinosaurier echt sind, also wie im Film Jurassic World, dann macht es aber wenig Sinn, dass da so viele Dinos auf einem Haufen sind. Das ist ja vom Platzangebot noch schlechter als beim Zoo. Oder wir machen es so, dass das Animatronics sind, also Ausstelldinos, also die nicht echt sind, und wir stellen die irgendwie so ein bisschen museal aus, dass die Leute hier, und diesen Weg habe ich jetzt genommen, dass die Leute hier ein wenig durchgehen können auf so Wanderpfaden. Ich bin zwar am Überlegen, ob ich dieses Dark Tan Fliesenmuster nicht noch gegen ein anderes Bodenmuster austausche. Es gefällt mir zwar schon, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich bin am Überlegen, ob wir da nicht ein wenig was anderes noch nehmen sollten. Und die Dinosaurier kommen irgendwie entweder auf ein Podest, das weiß ich noch nicht, oder sie kommen einfach mit Umzäunung hier mehr oder weniger in die Wiese, wo sich dann die Leute hier die Dinos anschauen können. Also wenn man hier reingeht, hat man dann auch überall so Infoschilder, und es stehen überall Leute rum, die einem erklären, was hier so los
los ist. Hier seht ihr auch diese Frau zum Beispiel, dass sich die Leute einfach über die Dinos informieren können und in der Lego-Welt bewegen sich die dann halt, sind aber alles nur ausgestopft und mechanisch. Dieses Fahrgeschäft habe ich auch hier nach hinten platziert. Das geht sich hier genau aus. Ich habe das mit diese blauen Teile ein bisschen erweitert, damit das so aussieht, als wäre hier Wasser, und das passt ganz gut nach hinten. Dieses Fahrgeschäft war nämlich ganz vorne und dann hat man die kleinen Dinos, die da hinten waren, gar nicht gut gesehen. Also ich habe mir gedacht, dass wir jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit immer wieder schauen werden, dass wir die höheren Aufbauten weiter nach hinten bekommen. Und ja, ich bin jetzt halt mal so weit gekommen, da wollte ich euch meinen Update-Fortschritt hier zeigen. Ich werde jetzt noch die Wege ein bisschen fließen und nochmal überlegen, ob wir hier vielleicht nicht doch ein anderes Layout machen. Wir haben es nämlich so, dass wir eigentlich immer nur in den Hauptgängen des Vergnügungsparks diese 2x2 Fliesen in Dark-Tan haben und dann in jedem Teilbereich, ihr seht es hier, mit Holzoptik. Hier haben wir so Erdtöne, beim Jokerhaus ganz bunte Böden, Piraten natürlich Wasser, und hier im Gruselbereich diese Dark Bluish Grey Wedge Plates. Also das wäre vielleicht zum Überlegen, ob wir hier nicht vielleicht auch noch einen anderen Boden irgendwie einbauen sollten. Und wie gesagt, auch wegen den Dinos, ich glaube, das wird ganz nett aussehen, wenn die einfach umzäunt sind und dann ja, zum Anschauen sind. Hier haben wir auf jeden Fall ein, zwei Fotomöglichkeiten hier mit unserem, ich glaube, das Licht ist jetzt nicht mehr so gut, weil es schon Abend ist, kann man sich fotografieren lassen. Ich weiß nicht, war das ein Polybag? Ich glaube schon. Und auch er hier natürlich, da können die Leute durchgehen. Was ich hier mit dieser Ecke hinten mache, habe ich noch nicht, oder Rita weiß es auch nicht. Ich habe jetzt mal auch pro forma das Auto hier platziert und zwei Bänke, die auch hier gestanden haben, mit noch ganz klassischen Minifiguren, die hatten wir hoppla am Anfang. Die sind jetzt auch mal hier noch platziert. Ich weiß nicht, die Anordnung gefällt mir aber hier nicht besonders gut. Es sind auf jeden Fall jede Menge Teile hier reingeflossen, das kann ich euch sagen. Es sind wahnsinnig viele unserer kleinen Lädchen und auch fast ein ganzer Pick-a-Brick-Becher in groß leer geworden hier mit diesem Update, und es war teilweise ein bisschen schwierig hier ranzukommen überall, weil das doch teilweise sehr weit weg ist von der Tischkante. Ich bin aber eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich versuche euch noch ein paar Shots hier einzufangen aus dem Western Park, wo jetzt auch mehr Leute sind. Zum Beispiel auch dieses Teil hier, ich glaube, das ist vom Zug. Kann das sein, dass das beim Zug dabei war, wo man so aufspringen kann? Da habe ich auch ein bisschen herumprobiert, wo man das am besten hingeben kann. Bei der Bank ist natürlich der Geldautomat daneben und solche Dinge. Hier ist, glaube ich, noch ein Infoschild zu den Dinosauriern daneben, das kleine. Das muss ich noch weggeben, aber im Großen und Ganzen sieht das hier jetzt eigentlich schon ganz nice aus, muss ich sagen. Und ja, ich habe jede Menge Freude mit dem neuen Bereich hier. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Rita hat sich ihn zuerst auch schon angeschaut, hat auch gesagt, dass er cool aussieht. Sie hat natürlich gesagt, dass noch Figuren fehlen. Das ist vollkommen richtig, weil ja hier nach wie vor der Großteil der Leute hier Schausteller sind. Ich habe zwar ein paar zusätzliche hier aus der Minifiguren-Serie zum Beispiel und auch gleich, glaube ich, den ein oder anderen Sheriff und Bösewicht, den zum Beispiel hier erweitert, aber im Großen und Ganzen sind das noch immer sehr viele Mitarbeiter, die hier unterwegs sind, oder Leute in Cosplay-Kostümen. Das würde ja natürlich auch gehen. Ja, hier ist auf jeden Fall, das wollte ich euch als letztes noch sagen, wenn man hier vom Campingplatz in unseren Vergnügungspark reingeht, haben wir jetzt ja sowieso schon längere Zeit dieses Jurassic World Eingangsportal. Ich habe auch hier, Rita mag das zwar nicht, aber noch ein antikes, ich glaube mit dem Licht seht ihr es nicht gut, antikes Legoland-Schild gefunden, welches ich hier platzieren möchte, denn das erinnert an vielleicht das erste Legoland. Auch im Norden Deutschlands gab es ja mal eins. Und dann geht man hier rein und hat gleich so ein Jurassic World-Schild und auch hier dieses Institut, wo man viel über Dinosaurier erfahren kann. Hier so kleine Laboratorium, wo man in ein Mikroskop reinschauen kann und dann, keine Ahnung, antike Käfer oder Mikroben anschauen kann. So sieht das auf jeden Fall jetzt hier aus, mal für den Moment. Ich werde noch ein bisschen weiterarbeiten und so arbeiten wir uns schön voran. Ich habe auch schon Ideen hier, was wir machen werden mit Duke Kaboom. Der wird auch integriert, dass das alles hier bis nach hinten, wo dann die Piratenbucht ist, da fehlen auch noch jede Menge Figuren und so weiter, dass das alles jetzt schön gestaltet wird. Und keine Sorge, es wird auch demnächst natürlich wieder beim
ich versuche die Kamera zu drehen, hier, beim U-Bahn-Bereich weitergearbeitet, das Hochhaus Shopping Center, es gibt jede Menge neue Sets, die in nächster Zeit in die Stadt kommen werden, also es wird sich einiges tun und ja, deswegen halte ich mich jetzt gar nicht länger auf, ich werde noch ein bisschen bauen und wenn es was Interessantes gibt, dann melde ich mich. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten, schöne Grüße auch von Rita, die hoffentlich beim nächsten Video dann wieder dabei sein wird und vielleicht kann sie euch was zum Harry Potter Bereich sagen und dann sehen wir uns demnächst ja hoffentlich wieder. Also dann macht's gut, baut was Schönes und bis bald.